Leute, wir müssen heute mal Tacheles reden. Alle 4 Jahre wird uns das Gleiche erzählt. Olympia ist das größte Fest der Welt. Es verbindet Völker, es bringt Frieden und ganz wichtig, es ist angeblich nachhaltig. Wir sehen strahlende Athleten, wir sehen perfekt präparierte Pisten, wir sehen Glanz und Gloria. Aber wir haben uns gefragt, was ist das eigentlich wert? Ist das wirklich ein Fest für die Ewigkeit oder ist es die größte Geldverbrennungsmaschine, die die Menschheit je erfunden hat? Wir haben uns auf eine digitale Reise begeben und was wir gefunden haben, ist kein Sportfest, es ist ein Friedhof. Ein Friedhof der Steuergelder und der falschen Versprechen. Wir haben Orte gefunden, wo die Olympischen Ringe buchstäblich im Müll liegen, wo modernste Technik für hunderte Millionen Euro einfach im Wald verrotten. Und wir haben sogar 2 Beispiele direkt hier in Deutschland gefunden, die zeigen, der Fluch trifft jeden. Die Realität, die euch keiner in der Sportschau zeigt, sieht nämlich so aus. Verfallene Stadien in den USA, Geisterbahnhöfe in München, Schwimmhallen der Nazis, die vor sich hin bröckeln. Und Bobbahnen in Italien, die vom Wald gefressen werden. Willkommen zu einem Thema, das mich echt wütend macht. Wir lieben Lost Places, weil sie Geschichte atmen. Aber diese Lost Places hier, die atmen Dummheit und Verschwendung. Wir nehmen euch heute mit auf eine Weltreise des Scheiterns von Sarajevo über die USA bis hin nach Berlin. Macht es euch bequem, aber warnt euren Blutdruck vor. Wir reisen jetzt an Orte, wo das Gold zu Rost wurde. Fangen wir unsere Reise in der Vergangenheit an, um zu verstehen, wie schnell der Traum zum Albtraum werden kann. 1984 Sarajevo. Damals schaute die ganze Welt auf Jugoslawien. Die ersten Winterspiele in einem sozialistischen Land. Katharina Witt holte Gold, Jens Weißflog flog zum Sieg. Es war ein Fest. Aber nur wenige Jahre später brach der Bosnienkrieg aus. Und was dann mit den Sportstätten passierte, ist eine der traurigsten Geschichten überhaupt. Schaut euch das Hotel Ikman an, ein riesiger Betonkoloss auf dem Berg. Damals war das Luxus pur. 162 Zimmer für die besten Athleten der Welt. Hier wurde gefeiert, hier wurde gelebt und heute ist es ein ausgebranntes Skelett. Während der Belagerung war der Berg Ikman stark umkämpft. Das Hotel ging in Flammen auf. Wenn man heute davor steht, sieht man keine Olympischen Ringe mehr. Man sieht nur noch die schwarzen Fensterhöhlen, die einen anstarren wie ein Totenkopf. Es ist kein Hotel mehr, es ist ein Mahnmal des Krieges. Und dann die Bobbahn auf dem Berg Trepevice. 1300 Meter Beton. Ein technisches Meisterwerk, aber im Krieg wurde diese Bahn zweckentfremdet. Nicht für Sport, sondern zum Töten. Die Armee nutzte die massive Betonwände als Artilleriestellung. Sie haben Löcher in die Kurven geschlagen, um Schießscharten zu haben. Und rundherum im Wald, da liegen bis heute Minen. Das ist der brutalste Kontrast, den man sich vorstellen kann. Eine Bahn, gebaut für den friedlichen Wettkampf, endet als Festung. Wenn wir uns die Bilder heute ansehen, sehen wir Graffitis auf den Kurven, wir sehen Moos, aber wir sehen vor allem die Einschusslöcher. Sarajevo zeigt uns, Beton ist geduldig, aber der olympische Frieden, der hält offenbar nicht mal ein Jahrzehnt. Aber es muss nicht immer Krieg sein. Manchmal reicht auch einfach Gier und schlechte Planung. Schauen wir uns Athen an. 2004. Die Spiele kehrten nach Hause zurück. Koste es, was es wolle. Und Leute, es hat gekostet. Besonders absurd ist das Beachvolleyballstadion. Stellt euch das vor, ein Stadion für fast 10.000 Zuschauer. Kostenpunkt über 10 Millionen Euro für Beachvolleyball. Heute herrscht ihr gähnende Leere. Auf den blauen Sitzen wächst das Unkraut, die Natur holt sich den Sand zurück. 10 Millionen Euro, damit wir 2 Wochen lang Menschen im Sand hüpfen sehen. Und danach nichts. Absolut nichts. Noch schlimmer ist das Olympische Dorf in Athen. Da wurden Wohnungen für über 10.000 Athleten gebaut. Der Plan war gut. Danach sollten es Sozialwohnungen werden. Aber dann kam die Finanzkrise. Ein Teil wurde genutzt, ja, aber der große Teil der Anlage wurde sich selbst überlassen. Spielplätze rosten vor sich hin, Brunnen sind trocken, Vandalismus überall. Es ist ein Symbol für den wirtschaftlichen Kollaps Griechenlands. Aber wer jetzt denkt, ja gut, Griechenland hatte halt kein Geld, der irrt sich. Denn selbst im reichsten Land der Welt, in den USA, sieht es nicht besser aus. Wir reisen nach Atlanta, 1996. Kennt ihr das Herndon-Stadion?
Das war der Austragungsort für Feldhockey. Ein Stadion mit Geschichte. Schon 1948 eröffnet, für Olympia extra teuer renoviert. Und heute? Heute ist es ein Schandfleck. Es gab mehrere Eigentümer, große Pläne, aber passiert ist nichts. Statt Sportlern sind da heute Vandalen. Alles ist vollgesprüht, überall liegt Müll. Das Stadion, durch das mal olympischer Ruhm wehte, fristet heute ein Schattendasein. Es ist verrottet mitten in der Stadt. Das zeigt uns, sobald die Kameras aus sind, interessiert sich niemand mehr für diese Betonklötze. Egal ob in Athen oder in den USA. Aber Leute, wir müssen gar nicht so weit reisen. Auch bei uns in Deutschland gibt es olympische Leichen im Keller. 2 Stück sogar. Fangen wir in München an. 1972, die heiteren Spiele, die durch das Attentat so tragisch endeten. Aber kennt ihr den Geisterbahnhof? Im Norden der Stadt wurde extra für die Spiele der S-Bahnhof Olympiastadion gebaut. Tausende Fans sind hier angekommen. Aber nach den Spielen wurde der Halt kaum noch gebraucht. 1988, nach einem tragischen Unfall mit spielenden Kindern, wurde der Bahnhof komplett stillgelegt. Seitdem ist das ein echter Lost Place mitten in München. Die Natur hat sich den Bahnsteig zurückgekämpft. Bäume wachsen auf dem Beton, die Gleise sind überwuchert. Alles ist voller Graffiti. Das Areal ist mit Bauzäunen abgesperrt, betreten verboten. Ein Bahnhof, gebaut für die Massen, der heute nur noch Geistern dient. Und dann haben wir noch das dunkelste Kapitel Berlin 1936. Die Propagandaspiele der Nazis. Das olympische Dorf in Elztal, Brandenburg. Das Dorf des Friedens haben sie es genannt. Was für eine Ironie. Denn schon beim Bau war klar, danach zieht hier die Wehrmacht ein. Und genau so kam es. Aus den Athletenunterkünften wurde eine Infanterieschule. Nach dem Krieg zogen die Sowjets ein. Bis 1992 war das hier russisches Militärgebiet. Heute ist Elztal ein skurriler Ort. Ein Teil des Speisehauses der Nation wurde saniert und zu teuren Eigentumswohnungen gemacht. Da wohnen jetzt Leute, aber die Schwimmhalle, die steht noch so da wie ein Mahnmal. Von außen wurde sie ein bisschen gesichert, aber drinnen ein klassischer Lost Place. Leere Becken, abgeblätterte Farbe, die Geister der Geschichte. Wer hier durchläuft, spürt die beklemmende Atmosphäre. Hier wurde der Sport missbraucht und die Ruinen erzählen uns das bis heute. Wir haben jetzt gesehen, Krieg in Sarajevo, Pleite in Athen, Verfall in den USA und Nazi-Erbe in Berlin. Man sollte meinen, wir hätten daraus gelernt. Aber Pustekuchen. Schauen wir nach Italien, genau jetzt. Dort finden gerade wieder Spiele statt. Und das Versprechen ist wieder Nachhaltigkeit. Aber die Realität ist ein Witz. In den Bergen von Turin, wo 2006 die Spiele waren, stehen Mahnmale der Verschwendung. Die Skisprungschanze in Pragelato, 32 Millionen Euro hat die gekostet. Heute liegen die Olympischen Ringe dort auf einem Schutthaufen. Weidenröschen wachsen auf der Tribüne. Der Wald hat den Sessellift verschlungen. Seit 2009 ist das Ding stillgelegt. 3 Jahre Nutzung für 32 Millionen Euro. Und für den Abriss fehlt das Geld. Oder San Sicario, die Biathlon-Anlage. 45 Millionen Euro. Die Veranstalter sagten damals, die modernste Anlage der Welt. Heute eine Ruine. Nie wieder fand dort ein Weltcup statt. Ein 45 Millionen Grab im Wald. Und der absolute Gipfel für 2026 wurde in Cortina eine neue Bobbahn gebaut. Kosten 120 Millionen Euro. Dabei liegt in Cesana nur ein paar Täler weiter die alte Bahn von 2006. Die hat 110 Millionen Euro gekostet und verrostet seit 2011. Statt die alte zu sanieren, baut man lieber neu. 120 Millionen Euro für eine Sportart, die in der Region vielleicht von 35 Menschen betrieben wird. Das ist keine Nachhaltigkeit, das ist ein Verbrechen am Steuerzahler. Das war unsere Weltreise zu den Schandflecken des Sports. Sarajevo, Athen, Atlanta, Deutschland und das aktuelle Desaster in Italien. Ganz ehrlich, mir ist die Lust auf die Spiele vergangen. Ich sehe da keinen Glanz mehr, ich sehe nur den Rost von morgen. Diese Orte sind faszinierend als Lost Places, keine Frage. Aber politisch und menschlich ist das eine Katastrophe. Wie seht ihr das? Kanntet ihr den Geisterbahnhof in München oder das Schicksal von Atlanta? Und was sagt ihr zu Italien?
120 Millionen Euro für eine neue Bahn, während die alte verrottet. Schreibt uns eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Wenn euch dieser Deep Dive mit Fakten gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da. Glaubt nicht jeden Hype, schaut hinter die Kulissen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.